Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus. Und heute um die Frage, was ist autismusspezifische Frühförderung oder autismusspezifische Therapie? Wenn Kinder auffällig werden in ihrer Entwicklung, bemerken das die Kinderärzte als erstes häufig daran, dass sie nicht zur erwarteten Zeit sitzen, krabbeln, laufen oder sich hinstellen oder dass sie nicht anfangen zu sprechen. Die ersten Hilfen, die diesen Kindern in aller Regel gegeben werden, sind dann Physiotherapie oder Logopädie. Das ist auch durchaus sinnvoll. Bei Kindern im Autismus-Spektrum sind die Gründe für die Verzögerung ihrer Entwicklung aber ganz besondere. Diesen Kindern kann gut mit autismusspezifischen Hilfen geholfen werden. Autismusspezifische Frühförderung orientiert sich entweder an den autismusspezifischen Problemen des Kindes, die könnten darin bestehen, dass dieses Kind Mimik, Körpersprache nicht gut interpretieren kann, dass das Kind nicht in die verbale Sprache kommt, weil die Motivation zum Sprechen zu gering ist. Und hier unterscheidet es sich von der Sprachentwicklungsverzögerung anderer Kinder. Oder dass diese Kinder starke Wutanfälle bekommen, in denen sie ewig lange festhängen. Oder aber autismusspezifische Frühförderung besteht darin, dass die autismusspezifischen Lernerschwernisse berücksichtigt werden. Dass also zum Beispiel berücksichtigt wird, dass ein Kind im Autismusspektrum weniger stark motiviert wird durch soziale Rückmeldungen, durch Lob, durch Lächeln, durch Zeit mit der Mama, durch Kitzeln, durch sozialen Kontakt. Also autismusspezifische Frühförderung oder autismusspezifische Therapie ist kein geschützter einheitlicher Begriff für ein Verfahren oder ein Vorgehen, sondern das bezeichnet eine Therapie, eine Unterstützung eines Kindes, indem man genau an den Problemen ansetzt, die autismusspezifisch bei diesem Kind vorliegen, oder dass man ihm Lernfortschritte ermöglicht, indem man berücksichtigt, was die autismusspezifischen Lernerschwernisse dieser Kinder sind. Deshalb zeigen oft auch diese Therapieansätze mehr Erfolg als die normale Physiotherapie oder Logopädie, die sicherlich nicht falsch ist, aber die spezifischen Besonderheiten dieser Kinder nicht berücksichtigt. In welchen Bereichen Kinder Unterstützung brauchen, das ist sehr unterschiedlich, denn Sie wissen ja, nichts ist unmöglich. Autismus.